Liebe Studierende, ich begrüße Sie zu unserer Videopräsentation aus dem Studierendenwerk Ulm. Ich möchte Sie heute über die unterschiedlichen Finanzierungsmöglichkeiten für Ihr Studium informieren. Davor möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Ulrich Schwarzenbolz, ich bin der Revisor des Studierendenwerks Ulm. Nun zu den einzelnen Finanzierungsmöglichkeiten. Hier möchte ich Ihnen eine kurze Information über die schon länger bestehenden Finanzierungsmöglichkeiten geben und Sie im Anschluss über die Hilfsfonds des Landes Baden-Württemberg und des Bundesministeriums für Bildung und Forschung informieren. Schon seit mehreren Jahrzehnten ist das BAföG, kurz für Bundesausbildungsförderungsgesetz, die bekannteste Möglichkeit der Finanzierung eines Studiums. Die Hälfte der BAföG-Förderung ist geschenkt, die andere Hälfte ist ein zinsloses Darlehen. Die Rückzahlung der Darlehensforderung beginnt ca. 5 Jahre nach Ende des Studiums. Die Bedarfssätze und die Freibetragssätze wurden zum Wintersemester 2019/2020 erhöht. Der monatliche Höchstbetrag liegt aktuell bei 853 €. Immer wieder wurde in der Vergangenheit festgestellt, dass etliche Studierende trotz einer Fördermöglichkeit keinen Antrag auf BAföG stellten. Machen Sie diesen Fehler nicht. Stellen Sie einen Antrag, dann sind Sie auf der sicheren Seite. Wie gesagt, die Hälfte ist geschenkt. Es wäre schade, wenn Sie öffentliche Gelder nicht abrufen würden. Zuständig für die Antragsbearbeitung ist beim Studierendenwerk Ulm die Abteilung Studienfinanzierung. Die Kolleginnen und Kollegen der Abteilung Studienfinanzierung beraten Sie gerne und helfen Ihnen beim Ausfüllen der Anträge. Weitere Informationen zum BAföG können Sie auch aus unserer Website entnehmen. Eine weitere, schon lang bestehende Finanzierungsmöglichkeit ist ein Stipendium. Ein Stipendium ist nicht zurückzuzahlen. Ca. 4% der deutschen Studierenden bekommen aktuell ein Stipendium. Es gibt sehr viele unterschiedliche Stipendien. Aktuell sind es weit über 1000. Es gibt Stipendien für viele unterschiedliche Zielgruppen, wie zum Beispiel für ausländische Studierende, für hochbegabte Studierende, für Studierende aus kinderreichen Familien oder Stipendien im Bereich Umwelt oder Sport und viel mehr. Wie gesagt, aktuell weit über 1000. Beratung und Informationen können Sie auch hier von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Abteilung Studienfinanzierung sowie aus unserer Webseite erhalten. Daneben ist die Webseite des Stipendienlotsen sehr hilfreich. Es handelt sich hier um ein Portal des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Bereits seit dem Wintersemester 2017/2018 bietet das Studierendenwerk Ulm Studierenden, die sich in einer unvorhergesehenen, akuten oder vorübergehenden finanziellen Notlage befinden, ein zinsloses Darlehen in Höhe von 500 € aus dem Sozialfonds des Studierendenwerks an. Die Rückzahlung kann in Raten oder durch eine Einmalzahlung erfolgen. Das zinslose Darlehen muss innerhalb von 15 Monaten getilgt werden. Die Richtlinien und die Kontaktdaten für die Antragstellung für dieses Härtefalldarlehen aus dem Sozialfonds des Studierendenwerks Ulm können Sie unserer Website unter der Rubrik BAföG und Finanzen entnehmen. Als Folge der Corona-Pandemie stellt das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg den Studierenden in Baden-Württemberg insgesamt 1 Million € zur Überbrückung als zinsloses Darlehen zur Verfügung, wenn diese sich in einer wirtschaftlichen Notlage aufgrund nicht durchführbarer Studierendenjobs befinden. Das zinslose Darlehen kann für 2 Monate bis zu einer Höhe von 450 € beim Studierendenwerk Ulm beantragt werden. Ausländische Studierende können bis zu 3 Monate ein monatliches Darlehen erhalten. Eine Antragstellung ist per E-Mail formlos möglich. Nach der formlosen Antragstellung werden wir Ihnen das Antragsformular zukommen lassen. Die Rückzahlung des Darlehens kann durch eine Einmalzahlung oder in Raten erfolgen. Die Ratenzahlungsmodalitäten, insbesondere Ratenhöhe und Beginn der Rückzahlung, wird im Darlehensvertrag festgelegt. Die E-Mail-Anschrift für die formlose Antragstellung für ein zinsloses Darlehen können Sie ebenfalls unserer Website entnehmen. Als weitere Finanzierungsmöglichkeit kommt der KfW-Studienkredit in Betracht. Ein KfW-Studienkredit können Studierende schon seit 2006 in Anspruch nehmen. Die Kredithöhe des KfW-Studienkredits ist frei wählbar. Je nach Wunsch kann eine Auszahlung zwischen 100 und 650 € pro Monat beantragt werden. Für den Kredit sind keine Sicherheiten erforderlich. Der KfW-Studienkredit ist kombinierbar mit einer BAföG-Förderung und ist unabhängig vom Einkommen und vom Vermögen. Die Rückzahlung des Kredits kann flexibel gestaltet werden.
Den Studienkredit können Sie direkt online beim Kreditportal der KfW beantragen. Für die Antragstellung werden eine gültige Studienbescheinigung sowie der Personalausweis benötigt. Im Anschluss der Antragstellung sind die Vertragsunterlagen auszudrucken. Mit den Vertragsunterlagen müssen Sie dann noch persönlich zu einem Vertriebspartner der KfW. Der Vertriebspartner berät Sie und prüft Ihren Online-Antrag anhand der vorgelegten Dokumente. Beim Vertriebspartner müssen Sie dann persönlich Ihr Vertragsangebot unterschreiben. Anschließend schaltet der Vertriebspartner Ihren Antrag frei und leitet die Unterlagen an die KfW weiter. Das Studierendenwerk Ulm, Abteilung Studienfinanzierung, ist neben anderen Vertriebspartner der KfW. Wenn Sie als Vertriebspartner das Studierendenwerk Ulm wählen, rufen Sie bitte bei der Abteilung Studienfinanzierung für eine Terminvereinbarung an. Zur Unterstützung der Studierenden während der Corona-Pandemie hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung vorübergehend den Zinssatz für den KfW-Studienkredit auf 0% festgelegt. Die Nullverzinsung gilt nur in der Auszahlungsphase und ist daneben befristet bis zum 31.03.2021. Die Zinsen übernimmt in dieser Zeit das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Wichtig aber für Sie, ab dem 1.04.2021 gilt dann wieder der reguläre Zinssatz. Im Wege der Corona-Pandemie wurde daneben der Antragstellerkreis für alle ausländischen Studierenden erweitert. Diese Erweiterung ist befristet bis zum 31.03.2021. Ausländische Studierende können den KfW-Studienkredit ab 1.06. beantragen. Weitere Informationen zum Studienkredit der KfW können Sie der Website der KfW oder aber auch unserer Website entnehmen. Abschließend möchte ich Sie noch über den Nothilfefonds des Bundes informieren. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung stellt dem deutschen Studentenwerk insgesamt 100 Millionen Euro für die Nothilfefonds der Studierendenwerke zur Verfügung. Geplant ist eine Unterstützung von Studierenden in besonders akuter Notlage, ohne Rückzahlungsverpflichtung. Die Auszahlung der Zuwendungen an die Studierenden in akuter Notlage erfolgt durch die Studierendenwerke. Die Antragsvoraussetzungen, Prüfkriterien, Formulare etc. liegen uns noch nicht vor. Eine Antragstellung für diese Zuwendung ist daher noch nicht möglich. Sobald nähere Informationen vorliegen, werden wir Sie über unsere Website informieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen ein erfolgreiches Studium.